Auf unserer Reise von Deutschland nach Südafrika sind wir mittlerweile in Gabun, einem der am dünnsten besiedelsten Länder Afrikas. Hier gibt es jede Menge Regenwald und wir erreichen einen weiteren Meilenstein auf dem Weg Richtung Süden. Noch 4 Kilometer. Dann sind wir da. Oh Gott, hier ist es. Oh Gott, in der Kurve, hä? Außerdem gehen wir endlich auf unsere allererste Safari-Tour. Wir sind jetzt ein Stückchen in den Park reingefahren und jetzt werden wir langsamer und sie fangen an zu gucken. Okay Leute, es ist soweit. Da unten am Waldrand ist ein Elefant. Das ist richtig schön. Ich freue mich total. Sag mal deine Stiche. Oha. Hast du dich nicht eingesprüht gerade? Eben schon. Alter. Wie viele sind das? Es sind bestimmt 20 an einem Arm. Schnell rein, bevor wir noch weiter aufgefressen werden. Uiuiui. Wir sind übrigens in Gabun. Hallo aus Gabun. Wir sind mitten im Regenwald, schon in Kamerun. Die letzten Kilometer hat es auf einmal angefangen, dass wir wirklich richtig im Wald sind und ich würde sagen, der Wald macht seinem Namen alle Ehre. Seitdem wir hier unterwegs sind, ist es auch immer so ein bisschen grau und nass. Und nieselig. Und überall schwirrt ganz viel Zeug in der Luft. Aber das Gute daran ist, dass die Temperaturen echt sehr angenehm sind. Hier in Gabun gibt es einen nächsten weiteren Meilenstein, den wir erreichen können und dem nähern wir uns jetzt in ziemlich schnellen Schritten. Sagen wir auch, was es ist? Nö. Nach 58 Kilometer. You will see. Und dann ändert sich alles. Alles. Hey, don't disturb the driver. Don't disturb the driver. Wir nähern uns dem Ziel. Noch 4 Kilometer. Dann sind wir da. Okay, in 30 Minuten. Oh Gott, hier ist es. Oh Gott, in der Kurve, hä? Was ist eine Kacke? Toll. Willkommen am Äquator. Wir sind schon über den Äquator gefahren. Das war wirklich selten unspektakulär. Hier ist ja nichts. Okay, na dann. Ja, hier. Okay, halt. So. Man kann hier nirgendwo anhalten, deswegen stellen wir jetzt hier mal ein Warndreieck auf und lassen die Autos hier stehen. Oh, Nadja, okay, ab auf die andere Seite. Lass den Äquator nicht da! Ja! Jetzt kommt ein LKW. Okay. Wir sind auf der Südhalbkugel. Okay, dieser Äquator hier ist maximal unspektakulär. Das ist einfach eine Landstraße. Es gibt noch nicht mal eine Haltebucht und irgendwo fliegt da so ein Schild rum und hier rasen halt auch die Autos vorbei. Deswegen konnten wir leider nicht auf dem Äquator halten. Ein bisschen schade, aber irgendwie auch ein bisschen lustig. Ich hatte irgendwie schon seit Tagen richtig Bock auf Zimtschnecken und jetzt haben wir hier endlich einen Platz gefunden, an dem wir mal entspannt stehen können. Wir sind ja auch mittags angekommen, deswegen habe ich jetzt gleich mal die Chance genutzt. Aber eine Sache, die so ein bisschen nervig ist, ist, dass wir in letzter Zeit in unserem Mehl immer irgendwelche Viecher haben. Deswegen muss ich das jedes Mal ausziehen, damit die nicht im Essen landen.
Zimtschnecke? Die sehen gut aus. Ein bisschen fettig. Fettig ist gut. Darf ich direkt an essen? Ja. Geil. Dankeschön. Oh, ganz schön klebrig. Oh, geil. Mmh. Lecker. Boah, die sind crazy lecker. Oh, ich mag auch. Dankeschön. Boah, die sind richtig cool. Ich glaube, die sind noch ein bisschen angebrannt. Oh mein Gott. Unser Bordakku ist komplett leer und deswegen haben wir gerade die ganze Zeit geguckt, mit wie viel Ampere der lädt. Und auf einmal wurde angezeigt, dass er gar nicht mehr lädt. Und dann ist auch noch die Batterieleuchte angegangen vorne. Deswegen haben wir dann angehalten und geguckt und es ist tatsächlich der Keilriemen durch. That never happened before. Aber wir sind vorbereitet. Damit doch mehr Stauraum, als man so auf den ersten Blick denkt, wa? Und wir haben sehr viele Nudeln. Der hier ist noch ganz. Ich weiß nicht, eigentlich sieht der okay aus, aber da der andere jetzt gerissen ist, tauschen wir einfach beide aus. Wir haben nämlich noch 2 extra Sets. Also warum rumgeizen, wenn wir noch mehr haben? Nicht, dass der reißt, weil der hier geht nämlich zur Wasserpumpe und wenn der reißt, ist es deutlich kritischer noch. Die muss wieder drauf. Jetzt muss ich noch die Lichtmaschine spannen und dann machen wir einen Testlauf. Quick fix on the road. Okay? Ja. Und? Läuft. Batteriewarnleuchte ist wieder aus. Ist richtig aufgesetzt. Weiter geht's. Sehr gut, danke. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Valleys & Hills fürs Sponsoren dieses Videos. Wir haben schon seit Anfang der Reise unsere Linea Reisehandtücher von Valleys & Hills mit dabei und finden, dass es einfach das perfekte Gadget für jede Camper- und Vanreise ist. Die Handtücher bestehen aus Bio-Baumwolle und sind quasi die nachhaltige Alternative zu den herkömmlichen Mikrofaserhandtüchern, denn im Gegensatz dazu kommen sie komplett ohne Plastik aus und das finden wir ziemlich cool. Die Handtücher kann man mega klein zusammenrollen und sie passen wirklich in jeden kleinen Minicamper und sie trocknen mega schnell. Wenn ich das jetzt hier in die Sonne hänge, dann ist es in ein paar Minuten wieder trocken. Und ja, wir wollen nicht mehr darauf verzichten. Es gibt die Handtücher in verschiedenen Größen. Ich habe jetzt hier unser Duschhandtuch, was fast täglich zum Einsatz kommt. Wir haben aber auch noch kleinere zum Hände abtrocknen. Falls ihr mal bei Valleys & Hills vorbeischauen wollt oder euch mit Handtüchern für eure nächste Reise eindecken wollt, dann könnt ihr mit unserem Code TheFilmPeople5 5 € auf eure Bestellung sparen. Wir haben euch den Code und den Link unten in die Beschreibung gepackt, also schaut mal vorbei. Wie bitte? Sind alle anderen, warum sind wir alleine? Naja, Nadja und Julian mussten uns verlassen, weil die irgendwelche Probleme haben. Also Julian hat irgendwas im Auge. Und deswegen mussten sie nach Libreville fahren in die Hauptstadt. Und wir sind jetzt alleine unterwegs. Das erste Mal seit, über 5, 6 Wochen oder so. Ist auch mal wieder ganz nett, wobei ich es auch schon wieder vermisse irgendwie. Ich habe schon gerne Leute um mich rum. Aber vielleicht holen wir heute noch andere ein. Einen anderen VW-Bus. Nennt man den VW-Bus? Aber genau, also wir fahren jetzt Richtung Nationalpark und wenn alles gut geht, dann besuchen wir diese Woche den ersten Nationalpark auf unserer gesamten Afrika-Reise. Can you believe it? Wir sind schon irgendwie 7 Monate auf diesem Kontinent und wir waren noch in keinem Nationalpark. Es wird langsam Zeit. Wir sind jetzt immer noch 30 Kilometer vor dem Eingang zu dem Park und haben uns dafür entschieden, hier an diesem Platz stehen zu bleiben, weil es nämlich sehr, sehr dunkel aussieht und ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, bei Gewitter und Regen
irgendwie noch zu diesem Park zu fahren. Deswegen wollen wir morgen früh aufstehen und machen es uns heute gemütlich. Ist ja auch Sonntag. Oder? Immerhin. Eben, ist ja auch Sonntag. Dann mal ein bisschen chillen. That's the plan. Die ist TÜV-approved, oder? Unsere Kochstelle ist TÜV-approved. Ja. Auf jeden Fall praktisch. Und mit offener Tür dürfte der TÜV eigentlich auch nichts dagegen haben, oder? Easy nicht. Ne? Die beste Tomatensauce, die wir seit langem hatten. Schmeckt wenigstens mal wieder annähernd nach Tomate. Außerdem ist unser Problem, dass wir immer zu wenig Soße haben. Aber obwohl du die ganze Flasche jetzt reingekippt hast, jetzt ist ja schon wieder recht. Also es ist nicht zu viel. So, Change of Plans. Wir haben gerade die zwei getroffen, mit denen wir vorher schon in Kontakt waren. 2 andere Reisen mit dem VW-Bus, bla bla bla. Auf jeden Fall haben die gesagt, dass sie morgen früh eine Tour im Park machen wollen und da würden wir gerne mitkommen. Deswegen fahren wir jetzt auch nochmal hinterher, weil es sind noch irgendwie 1,5 Stunden bis zum Park. Und diese Tour morgen früh geht wohl sehr früh los. Also fahren wir jetzt doch weiter. Von wegen gemütlicher Sonntag, ne? Naja, dafür sehen wir Elefanten. Hoffentlich. Wir sind jetzt hier im La Lopé Nationalpark angekommen. Wir stehen hier quasi direkt mehr oder weniger vorm Gate und übernachten hier auch. Ist irgendwie, sieht irgendwie so ganz anders aus, als ich erwartet hätte. Das hat irgendwie so ein bisschen so ein Westernstadt-Vibe hier mit dieser Zugstrecke, die hier so lang geht. Und dann ist hier so ein Bahnhof, aber irgendwie ist hier auch nicht so viel los. Hier sind überall diese Holzhütten. Das ist irgendwie, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass wir hier in Gabun sind, dann würde ich nicht denken, dass wir hier sind. Das könnte auch irgendwo anders sein. Wo denn? Keine Ahnung, irgendwo im Outback. Stimmt doch. Ja, stimmt schon. Heute geht's auf Safari. Wir haben uns einen Plan gemacht. Für uns ist das ja nicht ganz so leicht mit Lotta, weil es im Moment zwar noch recht kühl ist, aber sobald die Sonne rauskommt, kann es doch heiß werden im Auto. Deshalb können wir Lotta nicht alleine lassen. Also ist der Plan, wir machen einfach 2 Safaris. Ich mache jetzt heute Morgen die Walking Safari mit den beiden anderen zusammen. Da werden wir jetzt gleich in den Park gefahren und dann laufen wir da durch den Wald. Und heute Nachmittag gibt es dann noch die Driving Safari. Die machen die anderen beiden auch, aber da geht dann Zoe mit und ich passe in der Zeit auf Lotta auf. So können wir beide was sehen, hoffentlich. Und Lotta ist trotzdem safe. Das ist nämlich immer das Allerwichtigste. Ich freue mich. Okay, jetzt geht's los. Wir sitzen hier hinten im Land Cruiser im richtigen Safari-Mode und werden jetzt in den Wald gefahren. Und dann geht's auf eine kleine Wanderung. Wir laufen jetzt hier durch den Dschungel und versuchen Tiere zu finden. Und dazu müssen wir ganz leise sein. Wir haben schon hier oben in den Baumwipfeln ein paar Affen gespottet. Und eben habe ich schon Elefantenkacke gesehen. Die war aber schon ein bisschen älter. Aber die gibt es hier auch in den Wäldern. Ich hoffe ja, dass wir welche sehen. Ist auf jeden Fall richtig cool, so mitten im Urwald zu sein. Safari Nummer 1 ist fertig. Es war spannend, auch wenn wir nicht ganz so viel gesehen haben. War es trotzdem irgendwie total cool. Es hat mega Spaß gemacht, so richtig einmal durch den Dschungel zu laufen. Das habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht. Und ja, wir sind ja einfach die ganze Zeit da so wirklich in sehr langsamem Tempo durch den Wald geschlichen und haben immer versucht, was zu spotten und haben ja auch die einen oder anderen Affen gesehen. Jede Menge Elefantenkacke.
Also Elefanten treiben sich da wohl schon rum, aber halt leider nicht genau in dem Moment, als wir da waren. Aber ja, es war irgendwie, fand ich es auch schon so ein bisschen meditativ, weil man da so vor sich hingelaufen ist und einfach so die Umgebung auf sich wirken lassen hat. Hat mega Spaß gemacht. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit totzuschlagen und dann geht's für Zoe auf Safari Nummer 2. Freust du dich? Ja, ich bin gespannt. Also ich finde schon mega cool, mal so einen Elefanten zu sehen. Ja, und jetzt ist die Sonne noch rausgekommen, vielleicht hast du sogar Golden Hour. Ist ja richtig geil, weil die geht ja bis abends. Ja, das stimmt. Alright, here we go. Da kommt unser Ride. Ich bin voll gepackt und ja, es tut mir leid, Leute, du musst hier bleiben. Und jetzt geht's los. Ich freue mich. Ich bin gespannt. Alright, we're coming. Hi. Wir sind jetzt ein Stückchen in den Park reingefahren und jetzt werden wir langsamer und sie fangen an zu gucken. Ich weiß nicht, nach was sie gucken, aber ja, ich bin einfach mal gespannt. Ich sitze hier drin, habe meine Kameras bereit und freue mich auf was auch immer uns jetzt gleich hier vor die Linse läuft. Hier, los geht's, da unten am Wasser sind Büffel und da laufen wir jetzt mal runter. Oh Mann, cool. Okay, weiter geht's. Durch die Savanne bis zu den nächsten Tieren, hoffentlich. Wir fahren hier wirklich durch wunderschöne Landschaften und das Licht wird immer schöner. Die Sonne geht demnächst unter, glaube ich. Es wäre also perfekt, wenn jetzt hier so ein Elefant durchlaufen würde. Aber noch ist keiner an Sicht, also mal sehen. Die sind alle ganz fleißig am Gucken. Ich weiß nicht, ob die so ihre Spots haben, die sie normal anfahren, wo sie häufiger Glück haben oder ob das jetzt einfach total random ist. Mal sehen. Ist auf jeden Fall cool. Macht Spaß. Okay Leute, es ist soweit. Da unten am Waldrand ist ein Elefant. Und die anderen sind jetzt schon weiter runtergelaufen. Und ich laufe jetzt mal hinterher mit meinem National Geographic Setup. Aber wie cool ist das denn bitte? Das ist einfach so ein Elefant. Ups. One second. Okay. Das ist einfach so ein Elefant. Im Gras und der frisst da ganz gemütlich. Und wir können den einfach angucken. Ich habe schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir noch was sehen. Und dann ist ja einfach ein Elefant. Sehr, sehr, sehr cool. Do they usually stay in the forest? Like they sleep in the forest? They sleep in the forest. Okay. They are here just, and they're moving. They just work and they eat, and after that they go in the forest. And they're active during like this time of day, right? And then in the morning too. But during the day you don't see them. It depends. It depends. Sometimes maybe in the morning, if you have a chance, you can see. But this time because the sun is gone, there is another inside. There's another inside here. So that means maybe it's two groups separated, but you see that's adult. You don't have a big task. Yeah. It's not big because with the time, the poacher, they kill them before for the meat, not only for the meat, but for the tasks. Right. And then when they give a birth, okay, the baby have that in the mind to say, if I give the task, the poacher will kill me because of my tasks. So you can't find this kind of elephant, big one, without tasks. Maybe it could be small, just small, but it's not. Evolution. That's crazy, yeah. Exactly.
Is that a problem here? Is there many poachers? No, in Lope, Gabon, yeah, in another park. Okay, but here no, Lope no. Because you guys Because take care. Lope Park is in the middle of Gabon. Yeah. So we don't have, another country front. I mean, near, like Congo or Cameroon. No. It's, you have Minkebe, the Parc National Minkebe, or Franceville. They are near Congo and Cameroon. So there is the fighting every day. Because the Congolese peoples came in Gabon just to kill the elephant. And not only elephant, and other animals like gorillas or chimpanzees and whatever. But much more is elephant because they need a task to, for the business. Ja. You leave a car. Richtig schön. Ich freue mich total. And you have to walk for Ein bisschen schade, dass Merlin keine gesehen hat. 3 or 4. Aber ich habe ganz tolle Videos gemacht. Hello! Guess what we saw? Elephants? Ja! Wirklich? Ja! 3 Oha. Stück. Das ist so richtig cool. Die waren so richtig schön so auf so einer Wiese vom Wald. Ich habe ganz viele Videos für dich gemacht. Hallo, kleiner Wurm. Wie geht's dir? Was hast du getrieben? Rumgebellt. Okay. Okay. Schön. Mission complete. Es war mega, mega cool. Ich bin voll froh, dass wir hierher gekommen sind. Und jetzt haben wir unser erstes Wildlife gesehen. Ich meine, du hast ja auch was gesehen heute Morgen. Stimmt. Also, ja. Okay, ich würde sagen, Mission complete. das war's für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.